Servus, grüßt euch, willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir hoffen, es geht soweit gut. Wir haben heute ein bisschen was vor. Und zwar haben wir heute einen VW Golf Plus. Den haben manche schon im Livestream gesehen. Bei dem möchten wir heute ein kleines Upgrade durchführen. Worum es da genau geht, das seht ihr gleich. Wir fahren jetzt erstmal in die Werkstatt. Der Georg wartet schon auf uns. Und sobald wir in der Werkstatt sind, zeigen wir euch, was wir heute mit dem VW Golf Plus vorhaben. So, ich habe was Schönes mitgebracht. Kannst du mal hinten auf den Beifahrersitz schauen. Ich habe es hinten reingelegt. Das möchte ich mit dir heute einbauen. Da du es ja so gerne machst, habe ich gedacht, bringe ich dir was mit zum Basteln. Okay. Und was denkst du, was es ist? Ich denke, das ist ein Radio. Ein Android-Radio. Bauen wir es ein, oder? Bauen wir es ein. So, und zwar haben wir jetzt hier ein Android-Radio, das hast du ja eben schon gesehen. Ich würde sagen, wir packen das Ding mal aus und gucken mal rein, wie es ausschaut. Dann gucken wir mal rein, was wir da haben. Eine Schachtel, die WLAN-Antenne, kurze Bedienungsanleitung, GPS-Antenne, USB-Verlängerungskabel, Digitalradio, DVB-T-Antenne, unsere Ausbauwerkzeug, die Zinschanschlüsse, Schachtel leer. Dann haben wir unser Herzstück hier. Vorsichtig. Gucken wir mal rein. Unser Android-Radio. So, wir haben erstmal die ganzen Sachen ausgepackt. Also wie gesagt, die ganzen Kabel, wo der Georg schon erklärt hat. Und hier haben wir unser Radio für heute. Wie man sieht, es ist dem Original nachgebildet. Ist jetzt aber kein Originalradio, ne? Also der hat jetzt die originalen Knöpfe, sind normalerweise unten. Ist jetzt ein bisschen anders da, ist aber natürlich schöner, weil es ein 9 Zoll Display hat. Und wie man sieht, der hat auch dann die ganzen Funktionen. Man kann sein Handy verbinden, aber die ganzen Funktionen zeigen wir euch später, wenn das Radio eingebaut ist. So, wir bauen jetzt das alte Radio am Golf Plus erstmal aus, das zeigen wir euch natürlich. Und später schauen wir uns die Funktionen von dem neuen Radio an. So, in den Innenraum angelangt, haben wir hier mein Ausbauwerkzeug. Jetzt bauen wir alles aus. Das ist jetzt eigentlich schon alles soweit draußen. Ne? Wir haben oben den Schutz drauf, der ist eigentlich ganz easy festgemacht hier mit 2 Schrauben. Dann den Stecker abziehen. Das Radio haben wir uns jetzt auch locker gemacht, jetzt können wir schon rausziehen. Georg zeigt euch das mal. Und somit wird das alte Radio einfach ausgebaut. Hier in die Stecker abziehen und dann können wir schon rausnehmen. Das war jetzt das einfachste Radio, was es gab bei VW in der Ausstattungslinie. Halt so ein kleines LCD-Display mit drin, also keine Farben und nichts. Hier noch so ein kleines Fach drin. Das fällt natürlich jetzt weg durch das große Display, aber ist eigentlich auch egal. Das ist sowieso, man hat genug Platz hier im Golf Plus, also das unten und überall sind Staufächer. Wie man sieht, jetzt ist hier alles freigeräumt, Radio ist draußen, wir haben Platz. Da müssen wir nachher noch ein bisschen was reinbauen, ist ganz klar.
Was wir jetzt als nächstes machen werden, wir werden jetzt hier das Handschuhfach noch ausbauen, weil wir dann noch die DAB Plus Antenne einbauen möchten. Die kommt dann hier oben in die Ecke rein und dann können wir anfangen, das Autoradio hier einzubauen. Also hier ist jetzt alles raus, ne? Radio, Handschuhfach. Warum machen wir das? Wir möchten hier ein DAB Plus Kabel verlegen. Dazu gehen wir hier durch die A-Säule noch durch, damit wir da oben in der Ecke unsere DAB Plus Antenne einbauen können. Und da müssen wir jetzt noch ein bisschen was zerlegen und dann können wir die Antennenkabel hier durchziehen. So, wir haben uns jetzt hier die A-Säule ein bisschen entfernt. Wir möchten uns da oben die DAB Plus Antenne an die Ecke anbringen. Und dazu brauchen wir auch Masse. Masse werden wir uns hier ein Stück gleich freischleifen. Wir gucken uns jetzt nur kurz an, wie die Antenne drin sitzt. Und dann können wir ermitteln, wo die Masse hin muss, damit wir nachher dann auch einen vernünftigen Empfang haben. So, hier haben wir jetzt unsere Antenne, wie man sieht. Hier sieht man jetzt das Masseband. Das wollen wir damit anbringen. Hier oben ist ein guter Befestigungspunkt. Das werden wir uns gleich noch frei machen. Und dann halten wir uns kurz die Antenne oben in die Ecke an, dass man sieht, ob es vom Platz her passt. Sieht ganz gut aus. Da kommt die Antenne hin. Und dann können wir es da befestigen. So, wie man sieht, das haben wir uns jetzt hier ein bisschen abgeschliffen. Und nein, das rostet nicht, das ist im Innenraum. Wenn es innen rostet, dann habt ihr zu viel Feuchtigkeit. Jetzt halten wir es uns noch mal kurz an und schauen, ob das von der Position her passt. Sieht sehr gut aus und da kleben wir das dann drauf. Bevor wir das jetzt aber draufkleben, hat der Georg hier noch eine Montagekline, also sprich einen Bremsenreiniger. Damit machen wir uns die Flächen jetzt ein bisschen hier fettfrei, damit es nachher auch ordentlich drauf kleben bleibt. Immer schön sauber machen das Ganze und dann können wir uns die Antenne gleich da drauf kleben. So, dann ziehen wir uns hier die Folie runter. Ab jetzt ist sie ready sozusagen. Für die, die sich jetzt fragen, ob es auch eine andere Möglichkeit gibt wie die Version, ja, gibt es. Man könnte zum Beispiel auch die Antenne durch eine Dachantenne ersetzen mit DAB-Empfang. Dazu müsste man aber hier dann das ganze Dach ausbauen. Ist jetzt für den Fahrzeughalter hier nicht so wichtig gewesen und die Position sieht gut aus. Jetzt müssen wir uns hier noch unsere Masse festmachen. Da geht auch der Kleber runter. Und immer schauen, dass man sorgfältig arbeitet, ne? Weil wenn es mal klebt, dann klebt es. Runterreißen ist dann nicht mehr. Und immer schön sorgfältig arbeiten, damit das alles gut verarbeitet ist. Und dann hat man hier die DAB-Antenne installiert. Masse muss richtig aufgedrückt werden, damit die richtig Kontakt zur Karosse hat, damit die Antenne auch Strom bekommt. Hier haben wir den Clip von der A-Säule, wo geschraubt wird. Den habe ich abgemacht, weil der drückt noch extra zusätzlich noch die Masse an die Karosse. Und dann kann man gewährleisten, dass die Verbindung hundertprozentig gewährleistet ist. Gut, und nachdem die Antenne jetzt hier schon mal befestigt ist, macht der Georg hier noch das Draht weg, damit wir die Antenne jetzt hier komplett unten entlang führen können, durch das Handschuhfach, also hinter das Handschuhfach. Das kommt dann hier oben raus, dass wir es dann an dem Radio anschließen können. Hier haben wir jetzt die GPS-Antenne. Die brauchen wir für unser Navigationssystem. Die werden wir hier oben überhalb von dem Schacht einbauen, von dem Lüftungsschacht. Warum? Wichtig ist, dass man beim Einbau darauf achtet, dass oberhalb von der Antenne kein Metall ist. Also sprich, hier ist alles Plastik, hier kann man es gut einbauen, damit der Empfang nicht gestört wird. Also sprich, die bauen wir hier oben ein und dann hat es einen guten Empfang. Und ich finde es halt optisch schöner, wenn die Antenne versteckt ist, weil manchmal sehe ich Umbauten, wo die Antenne oben drüber. Und das sieht nicht schön aus, das sieht nachträglich aus, sieht auch nicht professionell aus. Hier haben wir jetzt noch die WLAN-Antenne, die machen wir genauso rein, also sprich auf die andere Seite von der GPS-Antenne. Und die werden wir uns ja oben noch reinstecken, ne, da in die Ecke. Und dann ist die auch verbaut und dann haben wir alle Kabel soweit verlegt. Die Kabel für DAB Plus und GPS und WLAN ist jetzt vorbereitet, ne, das sieht man, liegen alle hier. Der Georg hat jetzt hier das Radio in der Hand. Der Vorteil bei dem Radio ist, der ist extra für VW konzipiert, also sprich, man kann hier auch die ganzen Kabel schon einstecken. Dreh es mal kurz rum. Und man sieht auch hier, da hat diese Rundungen drin an den Ecken.
Das ist typisch VW-Norm, also sprich, das passt auch schön dann rein original, deshalb schaut es halt am Ende auch gut aus und nicht so billig. Und ich würde sagen, wir stecken jetzt mal hier die ganzen Kabel an. Bevor wir das alles zusammenbauen, ist natürlich klar, machen wir erstmal einen Probelauf, ne? Deshalb schaut das jetzt alles hier noch ein bisschen chaotisch aus. Und wir stecken uns jetzt die Kabel an und dann probieren wir das einfach mal aus. Das Radio haben wir jetzt provisorisch reingelegt, das sieht man, alle Anspielungen sind jetzt dran. Und jetzt werden wir mal die Zündung anmachen und gucken, ob das auch geht, das Teil. So, Strom ist drauf. Und man sieht, der fängt jetzt auch schon an. Hier steht jetzt was mit Navigation. So, wie man sieht, der fährt jetzt auch hoch. Android-System. Ist jetzt der erste Start. Oh, er zeigt sogar, dass die ganzen Türen auf sind. Das ist schon mal ganz cool. So, und hier haben wir jetzt schon mal das Display. Also wir haben jetzt erstmal nur provisorisch. Wir gehen mal auf DAB+. Sollen wir scannen? Gut, der scannt das jetzt, ne? Der sucht jetzt erstmal Programme. Und wenn wir das haben, schauen wir mal, was er so gefunden hat. So, wie man sieht, der sucht jetzt schon und findet auch schon einige Programme. Ne? Bayern 3, Antenne. Dann haben wir hier, keine Ahnung, BR, Heimat. Jetzt schauen wir mal. Aber der findet noch mehr. Nur mal zum Testen jetzt. Wie gesagt, wir müssen es gleich noch alles schön verkleiden. Aber bis jetzt schaut es schon mal ganz gut aus. Gut, dann testen wir mal hier Bayern 3. Mehr gibt's nicht wegen der GEMA. Man kann ja auch rüber switchen, ne? Hier hat man mehrere Programme. Läuft auch alles schön gut, wie man sieht. Also Empfang funktioniert. Was wir jetzt machen, wir werden jetzt hier alles wieder zusammenbauen und dann zeigen wir euch noch ein paar mehr Funktionen. So, hier sieht man jetzt das fertige Produkt. Also eingebaut ist es, passt schön in den Rahmen rein. Handschuhfach, alles ist eingebaut. Wir können jetzt noch mal kurz durchschauen. Also wir gehen jetzt noch mal auf DAB+. Er sucht jetzt aktuell noch mal die Sender raus, ne, weil er gerade hochfährt. Hatten wir ja vorhin schon gesehen, das hat ganz gut funktioniert. Dann haben wir jetzt hier zum Beispiel Bluetooth, kann man noch verbinden. Ne, kann man das Handy aussuchen. Ups, jetzt muss man ein bisschen leiser machen. Sonst haben wir ja GEMA-Probleme. Genau, hier kann man seine Geräte verbinden. Dann haben wir hier noch Musik, wenn man jetzt zum Beispiel über Bluetooth geht oder was, kann man hier auch benutzen. Dann haben wir hier noch das normale Radio. Apps, man könnte jetzt zum Beispiel theoretisch gesehen alle Apps, die man im Play Store kriegen kann, auch runterladen. Ne? Das ist ja ein ganz normales Android-System. Hier haben wir Play Store, Spotify, ja, halt alles, was man so auf dem Handy halt auch nutzen kann. YouTube, ganz wichtig. Und da können wir sogar mal kurz reinschauen auf YouTube. Drücken wir mal drauf. Kolbenfresser TV. Suchen. So, hier sehen wir uns schon unseren Kanal. Wenn wir drauf drücken und wenn wir wollen, können wir natürlich auch hier, was man natürlich nicht darf unterwegs. Wir machten hier Werbung, wir machten so einen Mist. So, gehen wir auf Überspringen. Und dann kommt hier unser Video, da seht ihr uns auch schon, wunderschön. Ihr habt das schon im Livestream gesehen am Wochenende. Bei dem möchten wir jetzt noch den... Sehr schön. Bild und Ton. Bild schaut sehr gut aus, also wirklich, keine Probleme. Also wie sieht, läuft alles sehr flüssig, ja, läuft gut. Natürlich bester YouTube-Kanal sowieso, wisst ihr eh Bescheid. Gut, also das funktioniert auch. So, hier kann man natürlich noch Fahrzeug anschauen, das ist ganz wichtig für den Georg. Kann man jetzt zum Beispiel erkennen, wie viel ist noch im Tank drin, 23 Liter. Handbremse ist angezogen, Wischwasser ist voll, Kofferraum ist auch noch leer. Keine Ahnung, kann man alles noch umschauen. Also wenn man jetzt hier die Türen schließt, erkennt er das auch. Und die sind halt alle offen sozusagen hinten noch, weil wir noch ein bisschen was ausprobiert haben. Batteriespannung sieht man, Kilometerstand sieht man, wie viel Grad ist es. Motordrehzahl kann man jetzt noch nicht schauen, das kann ich jetzt noch kurz anmachen, dann sieht man das.
Ne? Und er misst auch die Geschwindigkeit zum Beispiel, also eigentlich ganz cool, wenn man das wissen will. So, wenn man jetzt hier reingeht, hat man noch einen Equalizer. Da könnte man sich jetzt zum Beispiel noch die ganzen Sachen einstellen vom Radio. Ne? Balance, vorne, hinten, links, rechts, oben, unten, wie man es halt so kennt. Hier haben wir noch die Einstellungen vom Auto, ne? Beziehungsweise vom Radio. Kann man alles, also ganz normales Android-System, kann man alles einstellen, wenn man will. Google Maps benutzen, falls das jemand will, das kann man alles einstellen. So, und dann hat man ganz normal das Google Maps auch noch. Was sagt Giorgio Armani? Es sieht sehr gut aus. Einbauzeit war nicht so lang. Hat ca. 1,5 Stunden gedauert, ganz gemütlich. Mir gefällt's. Als kleine Info, falls ihr DAB angeschlossen habt, so wie wir, leuchten alle DAB-Antennen blau. Falls die Masse richtig angeschlossen ist. Falls nicht, dann müsst ihr mal an den Masseanschluss mal fester draufdrücken oder mehr wegschleifen. Aber das blaue Zeichen muss leuchten. So, das war jetzt mal der Einbau vom Radio. Wie man sieht, das hat alles funktioniert. Wer das selber mal einbauen will, also das Radio hat jetzt im Internet, habe ich das bestellt, das hat 290 € gekostet. Ich finde die Qualität und Verarbeitung sehr gut. Der Einbau hat jetzt auch nicht so lange gedauert. Wie lange haben wir jetzt gebraucht ungefähr? 1,5 Stunden mit allem Verlegen und so. Und ich würde sagen, ja, schaut gut aus. Kann man mal machen, ist nicht teuer, man ist ein bisschen up to date, was Android und so angeht. Und es passt auch sehr gut zum Auto, weil der Rahmen halt passt. Gibt es natürlich für jedes andere Auto auch, also jetzt nicht für einen Golf, gibt es auch für ein Audi, was weiß ich, Seat, Skoda, was ihr halt habt. Einfach mal googeln, ein bisschen gucken, Android-Radio für euer Auto und dann könnt ihr das selber einbauen, ist kein großer Akt. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Servus. Servus.